Also wenn du es auf dem FEC auch so machen würdest, das wäre katastrophal. Also auf FEC würde ich dir lieber empfehlen, schau dir mal an, wie ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr gestartet habe. Besser letztes Jahr. Da habe ich nämlich die 8 Chars gar nicht mitgenommen. Da habe ich erstmal nur 2 Chars gelevelt, um eben die Party auf Level 10 zu kriegen. Weil wenn du die ganze Zeit mit einer Party auf Level unterwegs bist, mit 8 Chars, da kommst du überhaupt nicht voran. Das ist der Tod für die 8-Char-Taktik. Party muss immer auf Schaden sein. Und das heißt, du brauchst erst eine Party auf 10 und erst dann kannst du alle deine Chars mitnehmen. Und deswegen würdest du auch alle Quest-Items ignorieren und maximal für 2 Chars sammeln. Damit der Assist und der Leveler möglichst schnell hochkommen. Und die anderen holst du dann erst, wenn die Party auf Schaden ist. Was dann meistens so gegen 15 der Fall sein wird. So. Also, nochmal zum Mitschreiben. Auch wenn du mit 8 Char-Taktik startest, du brauchst eine Party auf Schaden. Und um möglichst schnell eine Party auf Schaden zu kriegen, weil du sie halt bis Level 10 leveln musst, um sie auf Schaden abändern zu können, startest du erstmal nur mit 2 Chars. Also du kannst mit 8 Chars starten, also schon mal alle Chars erstellen, alle Chars in die Party einladen. Du kannst diese Louis-Quest machen, diese Level 1er-Quest. Kannst du auch mit allen 8 machen. Aber sobald du diese Quest fertig hast, lässt du die 6 Leecher in Flares stehen und gehst nur mit deinem RM und deinem Main-Character, der die ganzen Chars leveln soll. Was in der Regel ein Magier sein wird. Ziehst mit den beiden los. Wie gesagt, vermutlich levelst du so circa bis 15. Erst dann wird die Party wahrscheinlich Level 10 sein, sodass du sie auf Schaden abändern kannst. Und dann machst du die Party auf Schaden. Wie gesagt, bist wahrscheinlich Level 15, Job Change mit den ersten beiden Chars. Und gehst direkt mit den 8 Chars nach Saint Morning. Und kommst dann irgendwann nochmal zurück, um alle anderen Chars auch Job Change zu machen. Weil dann wirst du viel weniger Zeit, also du hast jetzt 10 Stunden Zeit investiert und sagst, du bist Level 14. Da wärst du dann halt nach 10 Stunden wahrscheinlich Level irgendwas mit 20 mit dem Main Character und alle deine anderen Chars wären auch Level 14. Das heißt, du hättest viel mehr erreicht in der Zeit. Vielleicht sogar die ersten Job Changes auch schon erledigt. Job Changes. Also so müsstest du es bei der 8-Char-Taktik machen. Also egal, ob 8-Char-Taktik oder 2-Char-Taktik, wobei wenn du nur mit 2 Chars rumläufst, dann levelst du ja so oder so nur 2. Aber so oder so ist der Key-Faktor am Anfang, schnellstmöglich eine Party auf Schaden zu kriegen. Das ist das Wichtigste. Also mit 2 Chars ist es nicht so schlimm, zugegebenermaßen. Weil der Vorteil ist, wenn du mit 2 Chars Party auf Level machst, bis Level 15 sind halt beide direkt Level 15, kannst mit beiden direkt Job Change machen. Und ich meine, zu zweit ist es echt nicht so schlimm. Aber mit 8 Chars Party auf Level, das ist absolute Katastrophe. Das ist eine absolute Katastrophe. Das sollte man auf keinen Fall machen. Bei 2 ist es nicht so schlimm, bei 8 ist es katastrophal. Man muss dir vorstellen, schon auf Level 1, wenn jetzt ein Albert 80% XP geben würde, mit 2 Chars würden beide 40 kriegen. Ist nicht schlecht. Also mit 2 Chars Party auf Level würden beide 40 kriegen. Mit 2 Chars Party auf Schaden würde der eine 80 kriegen, der andere 10 oder so. Und mit 8 Chars mit Party auf Level, mit 2 Chars Party auf Schaden wäre es 80-10 wahrscheinlich oder so. Und mit 8 Chars Party auf Level kriegt halt jeder 10. Das heißt, du müsstest dann 10 Alberts töten, dass alle Level 2 werden. Das ist ja utopisch. Also, niemals machen. Katastrophe. Absolute Katastrophe.